Lektion 1. Die Umwelt schützen. Was ist eine kleine Sache, die Sie tun, um die Umwelt zu schützen? Ich habe immer eine wiederverwendbare Wasserflasche dabei. Das ist eine tolle Angewohnheit. Wie hast du damit angefangen? Mir wurde klar, wie viel Plastikmüll ich aus Flaschen erzeugte. Es ist beeindruckend, ein solches Bewusstsein zu sehen. Haben Sie das Gefühl, dass es Auswirkungen hat? Ja, ich hoffe, dass jeder kleine Änderungen vornimmt. Jedes Bit zählt. Welche anderen kleinen Maßnahmen ergreifen Sie, um der Umwelt zu helfen? Ich verwende zum Einkaufen auch Stoffbeutel anstelle von Plastiktüten. Diese Gewohnheiten sind wichtig. Danke fürs Teilen, Anna. Lektion 2. Empfohlene Lektüre. Welchen Artikel oder Essay würdest du anderen empfehlen? Ich empfehle The Power of Vulnerability von Brené Brown. Das klingt interessant. Worum geht es? Es untersucht, wie das Annehmen von Verletzlichkeit zu Mut führen kann. Warum denkst du, dass es bei vielen Menschen Anklang findet? Es fördert Authentizität und tiefe Verbindungen zu anderen. Haben Sie eine seiner Lektionen auf Ihr Leben angewendet? Ja, ich habe gelernt, in meinen Beziehungen offener zu sein. Das ist bewundernswert. Danke für die Empfehlung, Anna. Lektion 3. Kleidung mit einer Geschichte. Was ist ein Kleidungsstück mit einer großartigen Geschichte dahinter? Ich habe ein Vintage-Kleid, das meiner Mutter gehörte. Das ist etwas Besonderes. Wie bist du dazu gekommen, es zu besitzen? Meine Mutter hat es mir weitergegeben, als ich das College abschloss. Was macht das Kleid für dich bedeutungsvoll? Es enthält Erinnerungen an sie und all die Momente, die wir geteilt haben. Trägst du es zu besonderen Anlässen? Ja, ich trage es bei Familienfeiern, um sie zu ehren. Das ist eine schöne Art, ihr Gedächtnis am Leben zu erhalten. Lektion 4. Schritte zu großen Zielen. Was ist ein kleiner Schritt, den du jede Woche auf dem Weg zu einem großen Ziel machst? Ich widme jede Woche Zeit dem Erlernen einer neuen Fähigkeit. Es klingt produktiv. Welche Fähigkeit lernst du gerade? Ich lerne Gitarre spielen. Das ist fantastisch. Wie nimmst du dir Zeit zum Üben? Ich nehme mir jeden Tag 30 Minuten Zeit. Konsistenz ist wichtig. Haben Sie Fortschritte bemerkt, seit Sie angefangen haben? Ja, ich kann jetzt einfache Songs spielen, es fühlt sich lohnend an. Das muss ermutigend sein. Vielen Dank, dass Sie Ihren Prozess geteilt haben. Lektion 5. Wohlfühlsnack von Culture. Was ist ein Komfortsnack aus deiner Kultur, den du gerne teilst? Ich liebe es, hausgemachte Empanadas zu teilen. Sie sind köstlich. Das klingt herrlich. Welche Zutaten verwendest du? Ich verwende Teig, gefüllt mit Fleisch, Käse oder Gemüse. Wie hast du gelernt, sie herzustellen? Meine Großmutter hat es mir beigebracht, als ich ein Kind war. Dann muss es ein spezielles Rezept sein. Ja, es wurde über Generationen weitergegeben. Das macht sie noch bedeutsamer. Danke fürs Teilen, Anna.
Lektion 6. Lerngewohnheiten. Was ist eine Angewohnheit, die dir hilft, neue Dinge schneller zu lernen? Ich mache mir Notizen, während ich lerne. Es hilft mir, mich besser zu erinnern. Das ist eine wertvolle Angewohnheit. Wie organisieren Sie Ihre Notizen? Ich kategorisiere sie nach Themen. Das erleichtert die Überprüfung. Haben Sie diese Methode als wirksam empfunden? Ja, es hat meine Kundenbindung erheblich verbessert. Haben Sie weitere Tipps für effektives Lernen? Ich bringe auch anderen bei, was ich lerne. Es verstärkt mein Wissen. Das ist eine großartige Strategie. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Lektion 7. Kürzlich verschenktes Buch. Was ist ein Buch, das du kürzlich verschenkt hast? Ich habe meinem Freund The Alchemist von Paulo Coelho geschenkt. Das ist eine wunderbare Wahl. Was hat dich dazu inspiriert, es zu wählen? Das Buch enthält tiefgründige Botschaften darüber, wie man seinen Träumen folgt. Wie hat dein Freund auf das Geschenk reagiert? Sie freute sich und drückte ihren Eifer aus, es zu lesen. Das ist ermutigend. Hast du es mehrmals gelesen? Ja, ich habe es mehrmals gelesen. Jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Danke, dass du so ein durchdachtes Geschenk geteilt hast, Anna. Lektion 8. Ein Ort zum Auftanken. An welchen Ort gehst du, wenn du Energie tanken musst? Ich besuche oft den örtlichen Park. Es bietet eine friedliche Flucht aus meinem geschäftigen Leben. Das klingt wunderbar. Was gefällt dir am Park am meisten? Die frische Luft und die Bäume helfen mir, mich ruhig zu fühlen. Ich liebe es zu sitzen und den Vögeln zuzuhören. Ich kann mir vorstellen, wie entspannend das wäre. Gehst du oft? Ich versuche jedes Wochenende hinzugehen. Es ist mein besonderer Rückzugsort. Haben Sie dort interessante Beobachtungen gemacht? Ja, ich merke, wie die Jahreszeiten die Schönheit des Parks verändern. Jeder Besuch fühlt sich einzigartig an. Es ist faszinierend, wie die Natur Trost spenden kann. Lektion 9. Ein besonderes Gericht. Was ist ein Gericht, das dich an eine besondere Person erinnert? Ich denke oft an die Lasagne meiner Großmutter. Es weckt warme Erinnerungen. Das klingt köstlich. Was macht Ihre Lasagne so besonders? Sie fügte eine einzigartige Gewürzmischung hinzu. Es war ihr Geheimrezept. Hast du von ihr gelernt, es zu machen? Ja, habe ich. Kochen fühlt sich an, als würde man einen Moment mit ihr teilen. Wie schmeckt es, wenn man es selbst zubereitet? Es schmeckt immer besser, wenn ich es mit Liebe koche. Familienrezepte haben so viel Bedeutung. Lektion 10. Eine Fähigkeit entwickeln. Was ist eine Fähigkeit, die Sie in den nächsten 5 Jahren entwickeln möchten? Ich möchte meine Redefähigkeiten verbessern. Es ist sehr wichtig für meine Karriere. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Was hat dich dazu inspiriert, es zu wählen? Ich habe an einer Konferenz teilgenommen und war von den Rednern beeindruckt. Sie waren so engagiert. Haben Sie irgendwelche Schritte in Richtung dieses Ziels unternommen?
Ja, ich bin einem lokalen Sprachclub beigetreten, um regelmäßig zu üben. Das ist ein proaktiver Ansatz. Wie fühlt es sich an, vor anderen zu sprechen? Ich bin nervös, aber ich weiß, dass Training mir helfen wird, besser zu werden. Es klingt, als ob du auf dem richtigen Weg bist. Lektion 11. Geschmeidigere Vormittage. Was ist eine kleine Veränderung, die Ihren Morgen reibungsloser gemacht hat? Ich habe am Abend zuvor angefangen, mein Frühstück zuzubereiten. Das spart morgens Zeit. Das klingt praktisch. Was bereitest du normalerweise vor? Ich mache Overnight Oats. Sie sind gesund und leicht zu greifen. Haben Sie irgendwelche Unterschiede bemerkt, seit Sie damit angefangen haben? Ja, ich fühle mich während meiner Morgenroutine weniger gehetzt und entspannter. Das ist wunderbar. Weniger Stress am Morgen kann den ganzen Tag verändern. Genau. Es gibt einen positiven Ton für den kommenden Tag an. Vielen Dank, dass du diesen hilfreichen Tipp geteilt hast, Anna. Lektion 12. Harte Tage feiern. Wie feierst du, wenn du einen anstrengenden Tag überstanden hast? Ich gönne mir einen schönen Nachtisch. Es fühlt sich an wie eine Belohnung. Das klingt herrlich. Was ist dein Lieblingsdessert? Ich liebe Schokoladenkuchen. Es ist mein ultimatives Hausmannskost. Hast du eine bestimmte Routine zum Feiern? Ich nehme mir Zeit, um zu entspannen, meinen Kuchen zu genießen und den Tag Revue passieren zu lassen. Das ist eine gesunde Art, deine Gefühle zu verarbeiten. Ja, es hilft mir, Stress abzubauen und neue Energie zu tanken. Danke, dass du deine schöne Art zu feiern geteilt hast, Anna. Lektion 13. Ein abenteuerlicher Duft. Was ist ein Duft, der dich abenteuerlustig macht? Der Duft von frischen Pinien erinnert für mich an Abenteuer. Das ist interessant. Woran erinnert dich dieser Duft? Es erinnert mich an Campingausflüge mit meiner Familie. Wir hatten viele spannende Abenteuer. Haben diese Erlebnisse Ihre Liebe zur Natur inspiriert? Unbedingt. Ich liebe es, neue Wege zu erkunden und versteckte Orte zu entdecken. Die Natur hat eine Art, den Abenteuergeist zu wecken. In der Tat, die Natur lehrt uns so viel über uns selbst. Danke, dass du deinen abenteuerlichen Duft geteilt hast, Anna. Lektion 14. Freundschaften stark halten. Was ist eine Sache, die du tust, um deine Freundschaften stark zu halten? Ich sende meinen Freunden regelmäßig nachdenkliche Nachrichten. Es zeigt, dass es mir wichtig ist. Das ist eine nette Geste. Wie reagieren deine Freunde? Sie antworten oft mit Wertschätzung. Es stärkt unsere Bindung. Hast du deswegen irgendwelche Veränderungen in deinen Freundschaften bemerkt? Ja, unsere Verbindungen fühlen sich tiefer und bedeutungsvoller an. Es ist wunderbar, wie einfache Handlungen Freundschaften stärken können. Genau, es ist wichtig, diese Verbindungen zu pflegen. Vielen Dank, dass Sie Ihren durchdachten Ansatz geteilt haben, Anna. Lektion 15. Ein saisonaler Geruch. Welchen Duft verbindest du mit deiner Lieblingsjahreszeit? Der Duft blühender Blumen macht mir im Frühling Freude.
Das klingt herrlich. Was gefällt dir am Frühling am meisten? Ich liebe es zu sehen, wie die Natur wieder zum Leben erwacht. Es fühlt sich erfrischend an. Hast du eine Lieblingsblume, die dir gefällt? Ja, ich liebe Tulpen. Ihre leuchtenden Farben sind so fröhlich. Es scheint, als ob der Frühling für dich eine Zeit der Erneuerung ist. Unbedingt. Es inspiriert mich, neue Projekte zu beginnen. Danke, dass du deine Freude an der Jahreszeit teilst, Anna. Lektion 16. Tradition weitergeben. Was ist eine Tradition, die du eines Tages weitergeben willst? Ich möchte die Erzähltradition meiner Familie weitergeben. Es klingt faszinierend. Wie hat diese Tradition angefangen? Meine Großeltern erzählten bei Familientreffen Geschichten. Es hat uns zusammengeschweißt. Welche Art von Geschichten erzählst du? Wir erzählen Geschichten über unsere Vorfahren, ihre Kämpfe und Siege. Ich kann mir vorstellen, dass das eine starke familiäre Verbindung schaffen würde. Ja, es lehrt uns unsere Geschichte und Werte. Hast du eine Lieblingsgeschichte, an die du dich erinnerst? Lektion 17. Ein fröhliches Lied. Was ist ein Lied, das einen schlechten Tag besser macht? Ich liebe es, Walking on Sunshine zu hören. Es hebt meine Stimmung. Das ist ein Klassiker. Was gefällt dir daran am meisten? Die positiven Texte und der optimistische Rhythmus bringen mich immer zum Lächeln. Hast du irgendwelche Erinnerungen an diesen Song? Ja, ich habe es oft auf Roadtrips mit Freunden gespielt. Wir haben freudig mitgesungen. Musik hat wirklich die Möglichkeit, unsere Erfahrungen zu verbessern. Ja, es ist eine einfache Möglichkeit, meine Stimmung zu ändern. Danke, dass du dein aufmunterndes Lied geteilt hast, Anna. Lektion 18. Ein unvergessliches Geräusch. Was ist eine Kindheitserinnerung, die an ein bestimmtes Geräusch gebunden ist? Das Geräusch von Eiswagen weckt bei mir großartige Erinnerungen. Das ist nostalgisch. Woran erinnerst du dich von diesen Momenten? Ich erinnere mich, dass ich mit Freunden nach draußen gelaufen bin, wann immer wir die Musik hörten. Hattest du eine Lieblingseiscreme? Ich habe die klassische Eiswaffel geliebt. Es fühlte sich an wie ein besonderer Leckerbissen. Diese Geräusche und Aromen schaffen bleibende Erinnerungen. Ja, sie fangen die Freude an der Unschuld der Kindheit ein. Danke, dass du deine schöne Erinnerung geteilt hast, Anna. Lektion 19. Eine Regel für Glücklichsein. Welche kleine Regel hast du für ein glücklicheres Zuhause? Ich glaube daran, jeden Tag Ruhe zu haben. Es hilft allen, sich zu entspannen. Das klingt nett. Wie machst du das möglich? Wir wählen eine bestimmte Zeit. Die Telefone sind aus und die Gespräche laufen. Interessant. Findest du, es verbessert die familiären Beziehungen? Absolut. Es ermöglicht tiefere Gespräche. Wir teilen Gefühle. Worüber sprichst du normalerweise in dieser Zeit? Wir besprechen unsere Tages- und Zukunftspläne. Es ist sehr fesselnd. Mir gefällt die Idee. Ich versuche es vielleicht. Was ist mit den Wochenenden?
Lektion 20. Lernkulturen. Wie gefällt es dir, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen? Ich koche gerne traditionelle Gerichte aus verschiedenen Ländern. Das ist ein guter Anfang. Essen verbindet Menschen, nicht wahr? Ja, das tut es. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte über seine Kultur. Haben Sie kürzlich versucht, ein Gericht aus einem bestimmten Land zuzubereiten? Letzte Woche habe ich italienische Pasta gemacht. Es war herrlich und lehrreich. Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt? Ich habe etwas über ihre Rituale und Essgewohnheiten gelernt. Es war faszinierend. Das macht mich neugierig. Möchtest du eines Tages Italien besuchen? Lektion 21. Alltägliche Fragen. Welche tägliche Frage stellen Sie Ihrem Partner oder Ihrer Familie? Ich frage oft, was hat dich heute zum Lächeln gebracht? Es lädt zu Positivität ein. Das ist eine nette Frage. Es fördert eine freudige Konversation. Ja, es hilft uns, uns auf die guten Dinge in unserem Leben zu konzentrieren. Wie reagiert Ihr Partner auf diese Frage? Er teilt kleine Momente, die sonst unbemerkt bleiben könnten. Das ist wunderschön. Das muss deine Bindung stärken. Absolut. Es fördert Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich sollte das mit meiner Familie versuchen. Das klingt wertvoll. Lektion 22. Sinnvolle Souvenirs. Welches Reisesouvenir bedeutet dir viel? Ich schätze einen kleinen Holzelefanten aus Thailand. Das klingt einmalig. Warum hat es eine besondere Bedeutung? Es erinnert mich an die schönen Erinnerungen, die ich dort gemacht habe. An welche Erinnerungen erinnern Sie sich, wenn Sie es sehen? Ich erinnere mich an die pulsierenden Märkte und das warme Lächeln der Einheimischen. Diese Erlebnisse klingen unglaublich. Hast du jemanden getroffen, der etwas Besonderes ist? Ja, ich habe einen Straßenhändler getroffen, der Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Diese persönliche Verbindung ist von unschätzbarem Wert. Würdest du zurückkehren? Lektion 23. Fähigkeiten aus der Familie. Welche Fähigkeit hast du von einem Familienmitglied gelernt? Ich habe von meiner Großmutter nähen gelernt. Das ist eine fantastische Fähigkeit. Wie hat sie dir das beigebracht? Sie war geduldig. Wir haben zusammen kleine Projekte gemacht. Was war das erste Projekt, das du abgeschlossen hast? Ich habe einen kleinen Kissenbezug gemacht. Es war aufregend, fertig zu werden. Das klingt lohnend. Nähen Sie heute noch? Ja, ich kreiere Geschenke für Freunde und Familie. Das ist wunderbar. Deine Großmutter wäre stolz. Lektion 24. Neugierig bleiben. Was hilft dir, neugierig zu bleiben? Ich lese eine Vielzahl von Büchern. Sie öffnen meinen Geist für neue Ideen. Das ist eine hervorragende Praxis. Welche Genres magst du? Ich liebe Geschichte und Science Fiction. Sie inspirieren mich. Beide Genres bieten einzigartige Perspektiven. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, Sapiens von Yuval Noah Harari.
Es regt zum Nachdenken an. Ich habe gute Dinge über dieses Buch gehört. Was hat dich beeindruckt? Es untersucht die Reise der Menschheit. Es regt zum Nachdenken über unsere Zukunft an. Das klingt faszinierend. Ich werde es meiner Leseliste hinzufügen. Lektion 25. Beruhigende Rezepte. Welches Rezept machst du für Komfort? Ich bereite cremige Hühnersuppe zu. Es wärmt mein Herz. Das klingt köstlich. Welche Zutaten verwendest du? Ich verwende Hühnchen, Gemüse und Gewürze. Es ist einfach und doch befriedigend. Wie fühlst du dich beim Kochen? Es ist therapeutisch. Das Hacken von Gemüse beruhigt meinen Geist. Das ist interessant. Teilen Sie es normalerweise mit jemandem? Ja, ich teile es oft mit meiner Familie. Sie lieben es. Ich kann sehen, wie es alle zusammenbringt. Das ist etwas Besonderes. Lektion 26. Ideen organisieren. Wie organisieren Sie Ihre Ideen bei der Planung eines Projekts? Ich verwende Mindmaps. Sie helfen mir, alles klar zu visualisieren. Das ist eine kluge Methode. Wie erstellt man eine Mindmap? Ich beginne mit einer zentralen Idee und verzweige mich mit Unterthemen. Haben Sie diese Methode für größere Projekte als effektiv empfunden? Ja, es hält meine Gedanken strukturiert und fokussiert. Welche Tools verwendest du, um deine Mindmaps zu erstellen? Ich verwende sowohl Papier als auch digitale Apps. Jeder hat ihre Vorteile. Das ist ein ausgewogener Ansatz. Hast du eine Lieblings-App? Lektion 27. Gewohnheiten ändern. Wann haben Sie eine Gewohnheit geändert und sich gesünder gefühlt? Ich habe vor 6 Monaten angefangen, regelmäßig Sport zu treiben. Das ist fantastisch. Was hat dich motiviert anzufangen? Ich wollte mich energischer fühlen und meine Stimmung verbessern. Fanden Sie es schwierig anzufangen? Ja, aber ich setze mir kleine Ziele. Es hat einen großen Unterschied gemacht. Wie fühlst du dich jetzt beim Sport? Ich fühle mich stärker und selbstbewusster. Es ist lohnend. Das klingt wunderbar. Hast du eine Lieblingsübung? Lektion 28. Essenszeiten vereinfachen. Guten Abend, Anna. Wie vereinfachen Sie Ihre Mahlzeiten an geschäftigen Tagen? Ich verlasse mich auf die Zubereitung von Mahlzeiten, John. Das spart unter der Woche Zeit. Ich koche in großen Mengen. Ich lagere Mahlzeiten in Behältern. Das klingt effizient. Planst du die Mahlzeiten im Voraus? Ja, jeden Sonntag plane ich meine Mahlzeiten. Ich wähle einfache Rezepte. Auf diese Weise ist alles organisiert. Welche Rezepte bevorzugst du? Ich liebe Pfannengerichte und Pasta. Sie sind schnell zubereitet. Ich kann jedes Gemüse hinzufügen, das ich habe. Das ist praktisch. Kaufst du wöchentlich Zutaten ein? Exakt. Ich mache eine Liste, bevor ich in den Laden gehe. Es hilft mir, Impulskäufe zu vermeiden. Haben Sie Veränderungen in Ihrer Ernährung bemerkt?
Lektion 29. Feiertagstraditionen. Hallo Anna. Welche kleine Tradition macht Ihren Urlaub zu etwas Besonderem? Ich backe gerne mit meiner Familie Kekse. Es ist eine lustige Aktivität. Wir versammeln uns alle in der Küche. Das klingt herrlich. Hast du ein Lieblingsrezept für Kekse? Ja, die Schokoladenkekse meiner Großmutter. Sie sind köstlich und nostalgisch. Dekorierst du die Kekse auch? Natürlich. Wir verwenden Zuckerguss und Streusel. Die Kinder lieben es. Wie wirkt sich diese Tradition auf Ihren Urlaub aus? Es bringt uns näher. Wir schaffen gemeinsam wundervolle Erinnerungen. Was machst du danach mit den Keksen? Lektion 30. Geräusche fokussieren. Guten Tag, Anna. Welcher Sound hilft dir, dich auf die Arbeit zu konzentrieren? Ich liebe es, leise Klaviermusik zu hören. Es schafft eine ruhige Umgebung. Das klingt wunderbar. Hast du einen Lieblingskünstler? Ja, ich mag Musik von Ludovico Einaudi. Seine Melodien sind beruhigend. Hast du schon einmal versucht, im Stillen zu arbeiten? Das habe ich, aber ich finde es schwierig. Ich brauche Hintergrundgeräusche. Was ist mit Naturgeräuschen? Naturgeräusche sind auch großartig. Vogelgezwitscher können sehr entspannend sein. Benutzt du irgendwelche Apps für Musik? Lektion 31. Traumreiseziele. Hallo Anna. Welches Traumziel würdest du gerne mit einem Freund besuchen? Ich träume davon, Japan zu besuchen. Die Kultur ist faszinierend. Was interessiert dich am meisten an Japan? Das Essen, die Tempel und die Gastfreundschaft. Ich möchte alles erleben. Haben Sie nach Sehenswürdigkeiten gesucht? Ja, ich möchte Kyoto und Tokio besuchen. Sie haben so viel zu bieten. Welche Aktivitäten möchtest du dort machen? Ich würde gerne Sushi-Kurse ausprobieren. Es klingt unterhaltsam und lehrreich. Das ist eine hervorragende Idee. Würden Sie auch die Natur erkunden? Lektion 32. Einflussreiches Schreiben. Guten Tag, Anna. Welches Schreiben hat dich beeinflusst? Das Buch To Kill a Mockingbird hat meine Sicht auf Gerechtigkeit verändert. Es ist ein Klassiker. Was hast du daraus gelernt? Die Bedeutung von Empathie und Verständnis für andere. Es findet großen Anklang bei mir. Wie hast du dich dabei gefühlt? Es öffnete mir die Augen für soziale Themen. Ich fühlte eine Mischung aus Wut und Hoffnung. Welche Aspekte der Geschichte sind dir aufgefallen? Der Charakter von Atticus Finch ist inspirierend. Er verkörpert moralische Stärke. Hat es Sie motiviert, Maßnahmen zu ergreifen? Lektion 33. Die Kunst der Selbstfürsorge. Auf welche Weise praktizierst du Selbstfürsorge, die kostenlos ist? Ich gehe gerne in der Natur spazieren. Es beruhigt meinen Geist. Das klingt erfrischend. Was fällt dir bei deinen Spaziergängen auf? Ich bemerke die Bäume und die Geräusche der Vögel.
Die Natur ist friedlich. Haben Sie festgestellt, dass es bei Stress hilft? Unbedingt. Es klärt meine Gedanken. Wie steht's mit dir? Ich meditiere zu Hause. Es ist kostenlos und sehr beruhigend. Meditation ist mächtig. Wie lange meditierst du? Ich meditiere jeden Tag 20 Minuten lang. Es zentriert mich. Lektion 34. Notfallvorsorge. Was bewahren Sie für Notfälle in Ihrem Auto auf? Ich habe ein Erste-Hilfe-Set. Es ist wichtig für die Sicherheit. Das ist klug. Was ist deiner Meinung nach in einem Kit unerlässlich? Pflaster und Antiseptika sind von entscheidender Bedeutung. Was ist mit dir? Ich habe eine Taschenlampe und Wasser. Sie können sehr hilfreich sein. Das sind kluge Gegenstände. Warum bevorzugst du eine Taschenlampe? Es hilft bei Stromausfällen oder platten Reifen. Du hast recht. Es ist eine praktische Wahl. Sei immer vorbereitet. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lektion 35. Packen leicht gemacht. Wie bereitest du dich auf Reisen vor? Packen kann eine Herausforderung sein. Früher hatte ich Probleme mit dem Packen. Jetzt verlasse ich mich auf eine Checkliste. Das klingt klug. Was steht auf deiner Checkliste? Ich liste zuerst das Nötigste auf, wie Kleidung und Toilettenartikel. Dann füge ich Gadgets und Snacks hinzu. Das ist sehr gut organisiert. Hast du eine Methode zur Auswahl von Kleidung? Ja, ich wähle Outfits basierend auf der Reisedauer und den Aktivitäten aus. Ich plane Komfort. Komfort ist das A und O auf Reisen. Was schließt du noch ein? Ich packe vielseitige Artikel ein. Ein Schal kann eine Decke oder ein modisches Accessoire sein. Das ist ein cleverer Trick. Das werde ich bei meiner nächsten Reise versuchen.